Was unsere Mitarbeiter anbelangt, haben wir sehr viele Mitarbeiter, die auch privat sehr viel Sport treiben und teilweise bei namhaften Sportveranstaltungen auch wirklich gute Resultate erzielen, wo wir alle dann auch sehr, sehr stolz drauf sind, wenn wir das gemeinsam feiern können. Die Marke Powerbar wurde vor mehr als 35 Jahren von einem kanadischen Marathonläufer in den USA gegründet. 10 Jahre später, Mitte der 90er Jahre, kam dann die Marke zum ersten Mal nach Europa. Die Neuausrichtung der Marke wurde in Deutschland im Headquarter in München entwickelt und wird von dort aus auch international ausgerollt. Die neue Vision der Powerbar-Marke hat 3 Pillar. Das eine ist Achtsamkeit im Umgang mit der Umwelt und der Gesellschaft. Das zweite ist Zugänglichkeit, Sporternährung und Inklusivität, dass es um das Miteinander geht, auch wenn man sich im Wettkampf misst, trotzdem miteinander für ein höheres, besseres zu streben und da mit einem guten Miteinander füreinander da zu sein. Der Ernährungssektor und die Ernährungsindustrie ist einer der wichtigsten Hebel und damit hat dieser Industriezweig auch eine sehr, sehr große Verantwortung für die Welt und für die Nachhaltigkeit. In dem wollen wir auch einen Beitrag leisten, mit Sporternährung, mit unseren Produkten entsprechend auf die Umwelt und die Gesellschaft positiv einzuwirken. Seit der Entwicklung des ersten Powerbar-Riegels bis heute verfolgen die Produkte der Marke das Ziel, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Leistung zu optimieren und damit ihre individuellen Ziele, die für jeden natürlich ganz unterschiedlich aussehen können, zu erreichen. Ein gutes Beispiel, wie natürliche Inhaltsstoffe und guter Geschmack vereinbart werden können, sind unsere neuen Produkte der True Oat und True Protein Riegel. Produkte, die die Performance erhöhen, müssen immer genau nach dem jeweiligen Zweck entwickelt werden. So macht es einen entscheidenden Unterschied, ob es sich dabei um Produkte handelt, die während körperlicher Betätigung schnell verfügbare Energie liefern sollen oder die benötigt werden, um im Anschluss körpereigene Speicher wieder aufzubauen. Running gives me the time to think. No phone, no Instagram, nothing. Just me and the sound of my feet smashing the ground. Running frees my mind. It reveals the real me. Ich bin Lynn Kleine, ich bin 20 Jahre alt, Langstreckenläuferin und im Bundeskader des Deutschen Leichtathletikverbandes und für Powerbar bin ich Athletin. Ich habe Powerbar schon ganz häufig in vielen Drogerien und Supermärkten gesehen, wo man die Artikel erwerben kann. Aber vor einigen Jahren war ich auch im Höhentrainingslager in Kütai, wo dann der Ötztaler Radmarathon auch parallel stattgefunden hat. Und dort habe ich eben auch gesehen, wie die Athletinnen und Athleten mit Riegeln ausgestattet worden sind. Ich benutze die Produkte vor allem im Training und im Wettkampf, also um gut versorgt zu sein. Vor allem nach intensiven Belastungen hilft mir das sehr gut, um meine Kohlenhydratspeicher wieder aufzufüllen. Und auch vorm Training ist es super, um halt gut versorgt in ein Training zu gehen. Wir haben als Teil der Nahrungsindustrie einen ganz, ganz erheblichen Einfluss auf Themen wie beispielsweise den Klimawandel. Wir waren schon seit langem wirklich auf der Suche nach einer Möglichkeit, gerade erstmal bei Riegeln auf eine plastikfreie Folie uns umzustellen. Dann sind wir tatsächlich irgendwann auf Repack gestoßen, was ein kleines Start-up zu dem Zeitpunkt auch noch war. Da haben wir eigentlich ein gemeinsames Ziel, auf das wir hinausgehen, und da hat man auch eine Chemie, die einfach auch zusammengepasst hat. Das ist nicht nur ein Partner für ein Produkt, sondern es ist wirklich ein langfristiger Partner, mit dem man da auf das gleiche Ziel, möglichst CO2-neutral und plastikneutral zu arbeiten, hinsteuern kann. Was mich an den Powerbar-Produkten begeistert, ist die Mischung aus den Inhaltsstoffen und auch dem Effekt, den ich davon habe. Außerdem gefällt mir die Richtung, die Powerbar seit dem Relaunch eingeschlagen hat, dass die ganzen Produkte nachhaltiger werden, dass viele von ihnen vegan werden und auch, dass die Verpackung ohne Plastik auskommt. Wir glauben vielmehr an den Einklang von übergeordneten Aspekten, die das Thema Performance adressiert, die das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit adressiert, um damit wirklich dem übergeordneten Ziel, das die Konsumenten bei uns suchen, gerecht zu werden. Wir sind natürlich konstant dabei, immer auch, sage ich mal, Entwicklungen, Trends auch wirklich zu beobachten. Was ich aber sagen würde, ist, wir sind jetzt nicht trendgetrieben in dem Sinne von, dass wir jeden Trend sehen und uns sofort danach ausrichten. In den nächsten 5 bis 10 Jahren wollen wir unserem Ziel, nachhaltige Performance-Sporternährung auf den Weg zu bringen, deutlich näher kommen. Wir möchten in Zukunft verstärkt auf natürliche Inhaltsstoffe setzen, um unserer gesellschaftlichen Verantwortung und unserer Verantwortung in Bezug auf die Umwelt und für unsere Konsumenten gerecht zu werden. Die Zukunft wird auch
sehr, sehr viel stärker nochmal in den Bereich pflanzliche Rezeptoren gehen, einfach weil wir wissen, dass pflanzliche Inhaltsstoffe einen deutlich besseren ökologischen Fußabdruck haben. Ich persönlich bin super glücklich, dass ich in einer Branche oder für eine Firma arbeite, bei der meine persönliche Passion für Sport, insbesondere für Eishockey, mit meiner beruflichen Aktivität so wunderbar als Symbiose vereinigt werden kann. Auf Basis von Rückmeldungen, kollaborativer Zusammenarbeit mit unseren Teams, mit unseren Kunden, mit unserer Expertise, mit unserem langjährigen Fachwissen in nachhaltige und weiterhin sehr funktionelle Produkte vereinen können.